Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog und einem neuen Land. Wir sind nämlich gestern in Polen angekommen, haben davor noch 1-2 Tage in der Schorfheide in Brandenburg verbracht. War richtig schön, um wieder ins Vanlife zu starten, und jetzt nehmen wir euch mit. Hier in Polen, wir befinden uns im Norden ein Stückchen von Stettin. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, aber es ist schon richtig schön. Haben hier auch an so einer Promenade übernachtet und hier gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters. Mega cool, dass es hier so auch solche Grillplätze gibt. Also schade, dass wir nichts mit haben, sonst hätten wir die gleich ausgenutzt. Aber allgemein, die Promenade hier ist so schön. Ja, wir fahren jetzt aber weiter. Wir treffen uns heute nämlich noch mit jemandem. Die haben wir vor ein paar Monaten kennengelernt und freuen uns schon, dass wir uns so spontan hier treffen können. Wir freuen uns schon riesig, denn wir treffen jetzt gleich Meli und David von The Vagabond Life. Wir hatten sie im Januar, Februar in Mallorca kennengelernt. Und ja, zufälligerweise sind sie auch hier in der gleichen Ecke in Polen. Und da haben wir uns entschlossen, uns zu treffen und ein paar Tage zusammen zu verbringen. Until my heart gives in, I will do everything I can. Wir sind jetzt angekommen und haben die beiden getroffen und wir freuen uns riesig, dass wir in der gleichen Ecke von Polen sind. Das ist totaler Zufall. Wir haben das auch erst vor 1-2 Tagen eigentlich realisiert, wie nah wir sind. Und ja, jetzt trinken wir mal einen Kaffee und sehen dann weiter. Nur ein bisschen Kaffee, du. Hier ein paar Datteln und Schokolade, ne? Machen uns jetzt mal ein schönes Kaffeekränzchen. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. War richtig gemütlich mit dem Kaffee hier am Fluss und hier waren auch erstaunlich wenig Mücken. Wir müssen jetzt aber weiterfahren, denn morgen gibt es hier einen Fischerwettbewerb und deswegen müssen wir den Platz räumen, damit die Fischer hier genug Platz haben und auch Ruhe. Also wir fahren weiter, wir versuchen einen anderen Schlafplatz zu finden. Die beiden fahren voraus und wir folgen ihnen. Wir sind endlich angekommen und ja, schaut euch mal diesen Platz an. Sieht richtig cool aus, wir sind ganz alleine. Und ja, jetzt gibt es zuerst mal was zu trinken und dann essen wir noch was und genießen einfach diesen schönen Ausblick hier und lassen den Abend ausklingen. Guten Morgen! Ja, wir befinden uns hier immer noch am See mit Meli und David. Und ja, wir haben die letzten Tage richtig genossen, einfach mal nichts zu tun und die Zeit mit ihnen zu genießen. Und ja, heute sieht das ein wenig anders aus. Laptops sind draußen, Leute am Arbeiten. Und ja, ich habe auch schon eine Beschäftigung gefunden, denn vor 2 Tagen ist uns hier aufgefallen, dass da Wasser rauskommt aus dem Hahn. Woher das kommt, keine Ahnung. Wir dachten zuerst, es sei einfach Wasser, wenn wir da abwaschen, dass es halt einfach hinspritzt. Aber dem ist nicht so. Ja, und
Aus diesem Grund werde ich jetzt mal da die ganze Armatur auseinandernehmen und schauen, ob ich das Problem lösen kann. Man sieht hier, dass der Ring nass ist, also irgendwo hier rundherum muss Wasser rauskommen, aber keine Ahnung. Ich habe den kompletten Wasserhahn auseinandergebaut, aber irgendwie komme ich nicht an dieses Teil hier drinnen und ich befürchte, dass da halt wirklich das Leck ist. Ich habe jetzt das Ganze nochmal zusammengebaut und baue es nochmal ein. Vielleicht hat sich das irgendwie gelöst. Guten Morgen! Ja, unser Wasserproblem hat sich leider über Nacht nicht von alleine gelöst. Wie man sieht, ist das Wasser immer noch da. Ja, wir wissen nicht, was wir genau machen sollen. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir kaufen uns nochmals so einen teuren Wasserhahn mit Mikroschalter und lösen das Problem so. Oder wir gehen in den Baumarkt, kaufen uns einen Haushaltswasserhahn, bauen da hinten irgendwo einen Schalter hin und lösen das Problem so. Ja, wir werden uns jetzt mal den Kopf darüber zerbrechen, ein bisschen ausrechnen, was wie viel kostet und ja, dann entsprechend entscheiden. Aber bevor wir jetzt das überhaupt in Angriff nehmen, gehen wir mal Sport machen, denn das benötigen wir auch mal. Das ist gar nicht tief. Maxi, 100! Yay, Maxi, Maxi! Guten Morgen! Heute ist der Tag, wo wir diesen wunderschönen Platz wohl verlassen müssen. Wir haben nämlich das letzte Tröpfchen Wasser aufgebraucht und auch unser frisches Essen ist alle und nur von Pasta ernähren können wir uns ja auch nicht. Drum fahren wir heute weiter. Wir wollen ja auch das Wasserproblem gleich mit angehen. Wir fahren in den Baumarkt. Aber bevor es losgeht, wollen wir hier diesen Platz ein bisschen sauber kriegen. Hier liegt ja doch ein bisschen viel Abfall rum und so können wir uns wenigstens bei der Gemeinde revanchieren. War ja sehr schön hier, wir sind ja froh, dass wir hier stehen konnten. Also sammeln wir gleich ein bisschen Abfall ein und machen den Platz noch ein bisschen schöner. Kommt schon einiges zusammen hier. Also ich finde es schon krass, wie viel hier wirklich zusammenkommt. Vor allem, wir haben nicht mal gesehen, wie viel Abfall das ist und kaum fängst du an zu sammeln, merkst du erst, wie viel das wirklich ist. Und ja, vor allem so zu viert, da kommt wirklich richtig viel Müll zusammen. Wir haben ja auch noch mal eine Tüte voll. Wir haben unsere Tüte schon weggeschmissen, aber wir hatten auch so eine volle Tüte und ich glaube, wir sammeln jetzt vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Ja, und man könnte hier definitiv den halben Tag sammeln und es würden noch mehrere Tüten davon wahrscheinlich, ja. Obwohl hier überall Mülleimer stehen, also das ist das, was ich nicht verstehe. Jeder, der irgendwo Müll sieht, sammelt doch ein bisschen was ein. Es dauert ja nicht lange, ist nicht viel Arbeit, aber ich glaube, man kann so ein bisschen seinen Beitrag leisten. Es ist soweit, wir verlassen.
Vielleicht verlassen wir den Platz. Wir haben uns ja wieder mal so ganz clever eingegraben, aber scheinbar haben wir das Loch ein bisschen zu tief gemacht oder die Rampe nicht sanft genug. Ich glaube, wir gehen buddeln. Vielleicht auch nicht. Wir schaukeln uns raus. Okay, nee, wir holen die Schaufel. Ihr habt euch ein bisschen zu tief eingegraben, Kollege. So clever waren wir. Ein paar Millimeter, ja? Hast du Frontantrieb? Nee. Festgefahren am polnischen Strand. Aber wieso fahrt ihr euch fest und wir nicht? You can go! Es hat doch noch geklappt. Wir sind losgekommen. David hat uns zum Glück geholfen. Und ja, jetzt geht's endlich zum, ich glaube, erst Wassertanken. Ja. Zum Wassertanken. Wir haben hier Wasser gefunden an einer Autowaschstraße. Mega praktisch, der Druck ist richtig gut. Und es beweist sich auch, dass dieser neue Anschluss richtig praktisch ist. Das war die richtige Entscheidung. Es ist super easy, um jetzt endlich mal ganz bequem Frischwasser zu füllen. Wir haben die Zeit mit den beiden ja richtig genossen. Melli und David sind auch zwei so total entspannte Menschen. Und ja, wir hatten es auch richtig lustig. Falls ihr sie noch nicht kennt, wir verlinken sie euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr ihre Kanäle. Schaut doch mal bei ihnen vorbei. Sie fahren jetzt auch zurück zum Platz. Aber für uns geht es weiter. Wir fahren Richtung Stettin und dann an die Ostsee. Aber unterwegs müssen wir noch kurz in den Baumarkt. Wir konnten uns leider nicht entscheiden, welchen Hahn wir kaufen sollen. Es waren viel zu viele und irgendwie sind wir nicht in der Stimmung, um solch eine große Entscheidung treffen zu wollen. Ja, wir haben ein paar gesehen, die gehen könnten. Die haben wir jetzt abfotografiert. Die schauen wir jetzt in den nächsten Tagen ein wenig an und dann entscheiden wir, ob wir das komplett anpassen werden da hinten oder ob wir einfach noch was das Gleiche kaufen werden. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Guten Morgen! Wir sind gestern Abend an unserem Schlafplatz angekommen, haben es zwar nicht mehr bis ganz an die Ostsee geschafft, aber das macht nichts. Wir sind hier in einem Zufluss und auch hier ist es wunderschön. Ja, und ich mache gerade die Morgenrunde mit Baxi. Die mache ja meistens ich, denn mir gefällt es auch in der Früh nochmal einen Platz nochmal anders zu erkunden und ja, Baxi muss sowieso raus und Roberto macht meistens die Abendrunden. Also teilen wir das uns das meistens so schön auf. Und ich fand jetzt einfach, dass ich euch mal mitnehme. Der Morgenspaziergang war ja richtig gemütlich, aber der Tag hält ein paar Überraschungen für uns bereit. Wir sind nämlich mit neuen Nachbarn beschenkt worden. Zoe und Merlin von The Film People stehen zufällig genau am gleichen Platz. Ja, hat uns sehr gefreut, sie kennenzulernen und ich würde sagen, wir überfallen sie gleich und schauen mal bei ihnen vorbei. Wir wollten ja noch was snacken. Ich glaube, die bereiten gerade noch was vor. Hallo, dürfen wir euch überfallen? Na klar. Darf ich hier mal aufmachen? Wie geht das hier? Ah. Genau, einfach so. Na, macht ihr was Leckeres? Heute gibt's Rührtofu. Jeden Tag. Aber heute auch. Genau. Zeigt uns nach euren Bus.
Na klar. Können wir mal jetzt oder später? Schön. Machen wir es später. Ja. Sehr gut. Ich glaube, Sie sind ready und damit können wir endlich den Van anschauen. Wir sind Zoe und Merlin und wir wohnen schon seit bald einem halben Jahr in unserem selbst ausgebauten Zuhause, unserem Sprinter aus dem Jahr 2013. Genau, und wir haben uns den Sprinter so ausgebaut, dass wir wirklich alles haben. Und das Ganze fängt an hier vorne neben der Tür. Wir haben hier unsere Arbeitsecke / Küchentisch / Wohnzimmertisch, eigentlich alles. Und hier direkt gegenüber befindet sich unsere Küche, eigentlich auch unser ganzer Stolz, weil wir hier nämlich viel Zeit verbringen und auch gerne Zeit verbringen mit einem großen Kochfeld. Wir haben hier einen relativ großen Kühlschrank für den Van und unser Waschbecken, dass wir unsere Unordnung auch wieder aufräumen können. Und was besonders ist an unserem Van ist unsere Toilette. Wir haben nämlich eine recht große Kabine, wobei es eigentlich eher eine Box ist. Und zwar kann man das hier aufklappen und hier drin befindet sich eine Komposttoilette, die wir nicht mehr missen wollen. Beste Anschaffung. Und man kann die sogar rausnehmen und dann hier in dieser kleinen Kiste duschen, wenn man sich hier noch einen Vorhang aufhängt. Also das ist ganz cool, einfach die Option zu haben. Und genau, dann haben wir hier hinten halt noch unser riesiges Bett. Da wir einen Sprinter haben, kann man leider nicht quer drin schlafen, weil wir einfach zu groß sind. Und das Bett, deswegen längs hier im Van, das hat jetzt eine Länge von 1,90 und ist 1,40 breit und das passt perfekt für uns. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen Stauraum hier und hier oben und ja. Genau. Und unser Lieblingsspot befindet sich aber nicht im Van, sondern auf dem Van. Da gehen wir jetzt mal hin. Auf geht's. Das hier ist unsere Dachterrasse, die haben wir erst seit 2 Wochen und wir sind so froh, dass wir das gebaut haben. Dann ist es einfach der perfekte Spot, um hier morgens einen Kaffee zu trinken oder sich zu sonnen oder auch gleich den Sonnenuntergang zu beobachten. Die Terrasse besteht aus unserem Frontrunner Dachträger, den wir schon von Anfang an hatten. Aber jetzt haben wir eben noch hier die Kiefernholzlatten drauf gebaut und haben jetzt diesen wunderschönen Ort auf dem Van. Und ihr findet noch viel mehr Informationen zu ihrem Van, aber auch zu den beiden auf ihren Kanälen. Wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Schaut unbedingt bei den beiden vorbei. Woohoo! Mittlerweile haben wir fast Abend und damit wird es Zeit fürs Abendessen. Wir haben uns aufgeteilt, denn wir machen Reis und Gemüsepfanne. Und die beiden machen Tofu, Crunchy Tofu und was machen sie? Salat, genau. Wird sicher lecker. War ein richtig gemütlicher Abend, würde ich sagen. Ja, die zwei sind richtig angenehm und wir sind richtig froh, sie kennengelernt zu haben. Auf jeden Fall. Ja, und auch mit Meli und David, das war wirklich eine super Zeit. Ja, also gar nicht irgendwie so erwartet auch, dass wir jetzt da so alte und neue Freunde treffen hier in Polen. Das sind schöne Zufälle, ja, würde ich sagen. Ja. Das macht auch so das Van Life aus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, trotzdem trennen sich jetzt vorerst mal unsere Wege. Vielleicht läuft man sich ja wieder über den Weg, aber für uns geht es morgen weiter hier in Polen. Das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. Wir waschen jetzt hier noch ab, gehen schlafen und verabschieden uns. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Genau, wenn dem so ist, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Wie immer. Und falls noch nicht, abonniert den Kanal. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Habt ihr euch die Ärsche angehauen? Ich bin auch auf den Arsch gekommen.
Das ist ja gerade mal so tief.